Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eiche machen Sachen. Ich habe für meinen HDMI-Mischer ein richtig geiles Case gebaut und das schauen wir uns jetzt an. Eigentlich war ich nur auf der Suche nach einer Schutzhülle für mein Blackmagic Atem, aber nachdem ich auf Amazon und Co. nichts Anständiges gefunden habe, bin ich durch Zufall auf das Tutorial vom DSLR Videoshooter gestoßen und der hat nämlich einfach ein Case selbst gebaut und dazu noch ein mega gutes Video gemacht. Und dabei handelt es sich um umgebauten Koffer. Das Geile daran ist, da ist quasi der HDMI-Mischer fest verbaut, der Koffer ist gleichzeitig das Monitorstativ, dann sind alle Kabel gleichzeitig angeschlossen und es wird nur von einer einzigen Stromquelle beliefert. Das heißt, man kann es aufklappen und gleich loslegen und man hat noch alles in der Box. Richtig geil. Das Coolste daran ist, dass fast alle Teile, die man dazu braucht, 3D gedruckt sind, also perfekt für mich. Für alle, die nicht wissen, was ein Blackmagic Atem ist, das zu erklären würde ein bisschen den Rahmen sprengen, es kann einfach zu viel. Aber ganz einfach erklärt ist es wie ein Tonmischer, wo man verschiedene Tonsignale miteinander mixen kann und an- und ausschalten kann. Nur, dass eben noch Bild hinzukommt. Also Bild und Ton live abmischen. Das kann das Teil und das kann es ziemlich gut. Noch ein kurzer Disclaimer. Das ist kein Tutorial, ist auch kein gesponsertes Video. Ich mache das nur einerseits, um zu zeigen, was ich hier eben gebaut habe und auf der anderen Seite, um meine Fehler und meine Herausforderungen auf dem Weg dorthin so ein bisschen zu zeigen. Und jetzt, let's go! Zuerst habe ich mir den Koffer besorgt. Es handelt sich dabei um Pellicase 1170, kostet ungefähr 60 €, wenn man ein bisschen Schnäppchenjagd betreibt. Man kann auch einen günstigeren Koffer nehmen, aber von den Maßen passen halt die 3D-Teile genau auf diesen Koffer. Und dann habe ich mir die 3D-Druckteile besorgt. Die hat Caleb kostenlos auf Thingiverse bereitgestellt. Und auf Thingiverse habe ich einen richtig geilen Reiter entdeckt, der heißt Remixes. Kein 3D-Modell ist perfekt und daher können die User Sachen optimieren und als Remix wieder hochladen für alle anderen. Und beim Atem Case war das genauso. Da wurden auch ein paar Files optimiert, neu designt, ein bisschen verstärkt. Und seitdem gucke ich jetzt auch immer, wenn ich was runterlade, ob es einen Remix davon gibt. So, dann habe ich erstmal alle Teile ausgedruckt und entweder hat Caleb auch einen Prusa Mini oder ich hatte einfach Glück, weil die Teile sind ziemlich groß und das Druckbett ist ja relativ klein. Es hat gerade so drauf gepasst. Also ich musste es um 45 Grad drehen und es hätte keinen Millimeter größer sein dürfen. Sonst hätte ich die Dateien bearbeiten müssen und das Ganze ein bisschen umgestalten, dass es auf den Drucker passt. Aber ganz knappe Nummer und hat perfekt gepasst. Als nächstes kam etwas, was ich zum ersten Mal gemacht habe, nämlich Gewinde einlöten. Und dafür gibt es so Messing-Inserts. Von denen habe ich mir gleich 100 Stück rausgelassen, die sind auch super günstig. So ein Päckchen kostet 9 €. Also man legt das Messingteil auf die ausgesparten Löcher und dann drückt man mit dem Lötkolben drauf und schmilzt es quasi in das PETG ein. Und es gibt eine super geile Verbindung. Und dann kann man einfach schön eine Schraube reindrehen. Ja, ich finde es gut. Und du könntest auch die Schraube direkt in das PETG reinschrauben, aber das kannst du erstens nicht so oft machen und zweitens ist es nicht annähernd so stabil. Apropos PETG. Ich habe diesmal kein Prusa-Ment verwendet. Ich habe diesmal das hier benutzt. Kostet nur ein Drittel. Ich war mit der Qualität sehr zufrieden und ja, bin sehr happy, damit hat prima funktioniert. So, der erste Fehler, den ich gemacht habe, war die Stützen für die Inlays zuerst einzukleben, bevor ich gesägt habe. Und alles Kleber war auch eine richtig dumme Idee. Die Dinger sind mir nämlich nachher wieder später rausgefallen. So, und dann kam der schmerzhafte Part. Man muss in das Pellicase ein ziemlich fettes Loch reinsägen. Nämlich damit man hinten an die Anschlüsse kommt und dass es auch belüftet wird. Und ja, das habe ich erstmal mit dem Dremel versucht. Das hat überhaupt nicht geklappt, weil ich hatte nicht die richtigen Trennscheiben und die haben sich derbe in das Thermoplastik reingefressen. Und dann habe ich die Stichsäge genommen. Das war vielleicht ein bisschen Overkill. Aber es ging durch wie Butter. Und später habe ich erfahren, dass viele eine Handsäge dafür benutzt haben und es deutlich besser geht und man damit nicht so ein ausgefranstes Ergebnis bekommt, wie ich es habe. Naja. So, in die Seite wird dann noch ein weiteres Loch für den Kopfhöreranschluss gebohrt. Hinten noch eins für den DC-Adapter. Vorne
2 für die Buttons. Und oben in den Deckel kommen noch Löcher für die Monitorhalterung. Jetzt kommt mein Hassthema, Löten. Ich habe es mal wieder gemacht. Aber ich muss sagen, nach der letzten Lötaktion mit den Kopfhörern und mit der Hilfe vom Mo, bin ich echt ein bisschen entspannter an das Thema reingegangen und auch ein bisschen klüger. Ich habe mir eine dritte Hand besorgt, habe nochmal tief durchgeatmet, ja. Und ja, was soll ich sagen, hat diesmal wirklich alles gut geklappt. Und mit dem Know-how quasi von dem Kopfhörerlöten vom letzten Mal wusste ich dann auch, wie man die Kopfhöreranschlüsse richtig anlötet. Und was auch nice war, ich konnte die Kabel, die ich beim letzten Mal abgeschnitten habe, konnte ich jetzt wiederverwenden. Der Schaltplan zum Zusammenlöten ist wirklich super einfach. Ich blende den mal kurz ein, aber ich werde dazu nicht groß was sagen, denn alle Links sind unten in der Beschreibung, da kannst du nachgucken. Am Ende habe ich dann alles zusammengebaut, die Monitorhalterung festgemacht, die Kabel miteinander verbunden, alles innen drin noch ein bisschen aufgeräumt, dann die Inlays eingeschraubt, den Monitor eingesetzt, den Mischer eingesetzt, die Buttons rein. Und als ich dann mit allem fertig war, habe ich das Stromkabel eingesteckt und es hat nicht gepasst. Und jetzt guck hier, passt nicht. Womit wir zum nächsten Thema kommen, Fehler. Ich muss echt sagen, dass ich trotz der super guten Anleitung ständig vor irgendwelchen Problemen stand. Hier eine Zusammenfassung, damit dir das nicht passiert. Das Blackmagic ATEM hat keinen 5,5 x 2,1 mm DC-Adapter oder Gleichstromanschluss. Es hat einen 5,5 x 2,5 mm Anschluss und das steht nicht so wirklich in dem Tutorial drin. Das war mein Problem, als ich dann alles fertig hatte, den Stecker reinstecken wollte und es nicht gepasst hat. Also musste ich das Stromkabel nochmal auslöten, alles wieder aufmachen, neues Stromkabel wieder reinlöten und dann hat es gepasst. 2,5 mm ist der richtige Anschluss für das ATEM. Für alles andere könnt ihr 2,1 verwenden. Die Luftlöcher vor dem Einsetzen der Elektronik einbohren, also am besten auch in diesem Sägestep. Weil was bei mir richtig dumm war, als ich den Mischer später im Einsatz hatte, also es war quasi schon alles fertig, habe ich gemerkt, hey, es war Sommer und das Ding wird super heiß, ja. Und dann ist es so heiß geworden, dass der Heißkleber sich gelöst hat von den Stützen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss die Lüftungslöcher reinmachen. Aber dann musste ich super aufpassen, dass ich beim Bohren irgendwie nicht die Kabel verletze. Ich wollte ja nicht wieder alles auseinanderbauen. Dann hatte ich überall diese Plastikspäne drin vom Bohren, von den Löchern. Deswegen spar dir den Stress und mach die Lüftungslöcher gleich rein. Damit er atmen kann. Er war quasi atemlos. Den Monitor nicht mittig montieren. Ich weiß nicht, warum Caleb das gemacht hat. Es sieht deutlich besser aus, aber ich habe den Monitor nach links versetzt. Ich habe dafür auch noch extra in Blender eine Monitorhalterung konstruiert, weil wenn der Monitor links ist, kommt man erstens viel besser mit den Kabeln an die Anschlüsse und zweitens, wenn man den Deckel zumacht, dann ist deutlich weniger Stress auf den Kabeln. Also die haben einfach ein bisschen mehr Platz zum Arbeiten. Ich musste zum Beispiel die Adapter für die HDMI-Kuppler habe ich auch neu konstruiert und neu gedruckt. Ich glaube, ich verlinke die auch mal unten, die Druckdaten, falls es jemand nachbauen möchte. Zum Beispiel auch der DC-Anschluss hinten, der war viel zu kurz. Also die Wandstärke von dem Pellicase war einfach zu dick. Und dann habe ich einfach die gleiche Technik gemacht wie bei den Gewinden. Ich habe die Mutter, mit der der DC-Adapter angeschlossen wird, die habe ich einfach eingelötet. Also die habe ich ein Stück in das Gehäuse eingeschmolzen und dann hat es gepasst. Und das sind alles so Sachen, die halt beim Selbermachen passieren. Man stößt ständig auf irgendwelche Probleme und man muss irgendwie gucken, wie man die löst. Und das ist aber auch das Schöne daran. Also man denkt ja immer, okay, selber machen ist irgendwie günstiger und bla bla bla. Aber es hat mich dann doch sehr lange, sehr viel Zeit gekostet, weil da so viel Troubleshooting dabei war. Aber das ist halt dieser Prozess und der macht ja auch Spaß. Also mir macht das auf jeden Fall Spaß und ich denke, vielen, die irgendwas selber machen, lieben auch dieses Tüfteln. Und dann hat aber wirklich alles gepasst. Ich habe es eingesteckt und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann gehen jetzt hier die LEDs an. Yay! Yay! Und der Monitor. Und der Monitor. Yay!
So, Fazit. Ey, was soll ich sagen? Es ist einfach mega gut. Also ich bin so happy mit dem Ding. Man hat alles in einem Case. Du bist ready to go, du hast die Transportbox, du kannst sie mit dir rumtragen, du klappst es auf und alles ist cool. Ja? Was ich besonders mag, ist, dass noch mehr Funktionen dazukommen, was eigentlich das Teil hier out of the box kann. Also zum Beispiel allein schon der Kopfhöreranschluss, mit dem du die Summe hören kannst. Das Blackmagic ATEM hat keinen Kopfhöreranschluss. Und damit kannst du eben deinen Stream kontrollieren oder dein Video-Out. Was auch super geil ist, dass du den HDMI-Out, der zum Monitor geht, hier unten nochmal praktisch hast. Das heißt, alle deine Anschlüsse sind wirklich hinten. Als letztes finde ich halt noch voll geil, dass du getrennt das ATEM und den Monitor anschalten kannst. Du brauchst kein Stativ für einen zusätzlichen Monitor. Es ist clean und macht Bock, damit zu arbeiten. Wenn du das Case nachbauen willst, man benötigt wirklich kaum Werkzeug. Für alles reicht eine Säge, Heißklebepistole, ein paar Schraubenzieher, Inbusschlüssel, Bohrer und vielleicht noch ein paar Kabelbinder. Und ich würde noch so einen Kraftkleber empfehlen. Ich habe ja alles erst mit diesem Alleskleber gemacht, der total scheiße war. Ich habe dann, nachdem die Inlays rausgefallen sind, habe ich es nochmal mit Pattex Classic Kraftkleb, keine Werbung, gemacht und das hielt wirklich bombenfest. Ich habe das dann auch nochmal mit so Klammern fixiert, also wirklich gut. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mich wissen, was du dazu denkst oder ob du vielleicht auch mal so einen Koffer gebaut hast. Einfach in die Kommentare schreiben, würde ich mich riesig freuen. Und das war's auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.